Woran denkst du bei dem Wort hochsensibel? Dass eine Person nah am Wasser gebaut ist oder Kritik nicht gut verkraften kann? Alles schnell persönlich nimmt und dann wie eine beleidigte Leberwurst in der Ecke hockt? Einfach ein Sensibelchen halt. Wenn ich jemandem erzähle, dass ich hochsensibel bin, bekomme ich eigentlich immer genau deswegen komische oder fragende Blicke. Lass uns mal anschauen, was ein hochsensibler Mensch eigentlich wirklich ist. Du kannst dir das so vorstellen, dass bei hochsensiblen Menschen alle Sinne auf maximale Empfängnis geschaltet sind und das dauerhaft. Laut aktuellen Forschungen sind 20-30% aller Menschen hochsensibel. Wie und woher das kommt, ist bis jetzt allerdings unklar. In der Wissenschaft gibt es aber zwei Annahmen. Die einen vermuten eine genetische Veranlagung, bei der die Sensitivität einfach erhöht ist. Die andere Annahme fokussiert sich auf das Gehirn und geht davon aus, dass gewisse Areale anders oder stärker reagieren. Darunter der Neokortex, der Teil des Gehirns, der für die Sinnesverarbeitung zuständig ist. Und dann der Thalamus, der für uns die äußeren und inneren Reize filtert. Hier geht man davon aus, dass er bei hochsensiblen Menschen weitaus mehr Informationen als wichtig einstuft und daher in ihr Bewusstsein vorlässt. Nehmen wir mal eine einfache U-Bahn-Fahrt. Die vielen Menschen, die Durchsagen, das grelle Licht und dann packt noch jemand sein Leberwurstbrot aus. Wirklich lecker. Und da Hochsensible all das viel extremer wahrnehmen, sind sie einfach schneller reizüberflutet. Aber das Ganze hat auch eine gute Seite. Als hochsensibler Mensch hast du das Glück, dich viel besser in andere hineinversetzen zu können. Du hast also eine ausgeprägte Empathiefähigkeit. Deine Vorstellungskraft ist außerdem viel lebendiger und deine Intuition ist auf Zack. Als hochsensibler Mensch hast du vielleicht sogar schon die Erfahrung gemacht, dass du die Stimmung deines Gegenübers wahrnehmen kannst, noch bevor er oder sie überhaupt den Mund aufgemacht hat. Oder auch, wenn du in einen Raum kommst, direkt merkst, wenn die Stimmung angespannt ist. Und das sind alles eigentlich tolle und wertvolle Skills, gerade der letzte. Weil bestimmt fällt dir eine Gesprächssituation ein, die so super unangenehm war, einfach weil dein Gegenüber nicht gecheckt hat, dass du über ein bestimmtes Thema nicht so gerne redest. Oder dich vielleicht gerade gar nicht unterhalten möchtest. Diese Menschen können halt einfach nicht so gut zwischen den Zeilen lesen. Aber wie kannst du mit deiner Hochsensibilität im Alltag besser umgehen? Hier kommen 3 Tipps. Erstens. Manche Hochsensible reagieren empfindlicher auf Lärm oder Nebengeräusche, manche vielleicht stärker auf Lichtreize. Ich kann zum Beispiel am wenigsten mit Orten, wo viele Menschen aufeinandertreffen, eben U-Bahn und S-Bahn zum Beispiel. Aber auch mit Großraumbüros habe ich Schwierigkeiten. Die Geräuschkulisse ist einfach enorm und sei es auch nur die Kollegin, die 5 Tische entfernt ein Knäckebrot isst. Wenn du deine Triggerpunkte kennst, kannst du deinen Tag natürlich dementsprechend gestalten. Zum Beispiel, dass du morgens eine Bahn früher nimmst, weil du weißt, dass die leerer ist oder vielleicht sogar 1 bis 2 Stationen eher aussteigst und das dann noch mit einem kleinen Spaziergang zum Büro verbindest. Und wenn du kein eigenes Büro hast, sind Noise-Canceling-Kopfhörer vielleicht eine gute Alternative für dich, um dich abzuschotten, oder du kannst eure Meetingräume in Ruhe zum Arbeiten nutzen. Zweitens, wenn du merkst, dass deine Akkus langsam ausgehen, kommunizier mit deinem Gegenüber. So, hey, ich merke gerade, dass ich mich nicht mehr so gut konzentrieren kann und würde daher unser Gespräch zu einem späteren Zeitpunkt fortsetzen. Niemand wird dir hier böse sein. Und drittens, vermeide es unbedingt, an mehreren Dingen gleichzeitig zu arbeiten. Da du als hochsensible Person keinen Filter hast, kann immer alles auf dich einströmen und dich ablenken. Das zieht unfassbar viel Energie von dir. Abgesehen davon, dass uns Multitasking alle unfassbar unproduktiv macht. Wenn du dazu Lust auf ein kleines Experiment hast, sieh dir gerne unseren gleichnamigen Short an. Bis zum nächsten Mal.